that our soul needs. Das Thema heute ist Leben mit Vergänglichkeit. The topic today is life with transitoriness. Und ja, wir leben mit Vergänglichkeit. Yeah, and we live with transitoriness. Wir leben mit verschiedenen Herausforderungen. We live with various challenges, of course. Aber eine der größten Herausforderungen ist die, dass wir vergänglich sind. But one of the greatest challenges is that we are transitory. Wir leben momentan mit Covid-19. You know, right now we live with COVID-19. Und ich habe eben gestern Nachricht bekommen, dass Marcella und auch Fabio wieder frei sind von Covid-19. And just yesterday I received the message that Marcella and Fabio are free from COVID-19. Man lebt nicht gern mit Covid-19. You don't really like to live with COVID-19. Und ehrlich gesagt, wir leben nicht gern mit Vergänglichkeit. And honestly, we don't like to live with transitoriness or vanity. Und der Psalm heute will uns deutlich machen, wie wichtig es trotzdem ist, uns dessen bewusst zu sein. And the psalm today wants to show us how important it is that we need to be conscious of this fact, though. Und so lasst uns in diesem Psalm einsteigen So let's dive into this psalm und schauen, was im Psalm 39 sagt. and let's see what Psalm 39 has to say to us. Zuerst wollen wir beten. But first, we want to pray. Vater, ich danke dir für diesen Tag, Dear Father, I thank you for this day, dass du uns an dein Wort erinnerst, das du jeden Tag gemacht und gewollt hast. that you remind us of your word, that every day you made and you wanted it. Und dass du jeden Morgen neu genug Barmherzigkeit und Gnade für uns hast. And that your mercy and your grace is always sufficient every new day. Danke, dass du mit uns durch diesen Tag hindurchgehst, der Vergänglichkeit. Thank you that you walk with us through this day that is vanishing, Und dass wir mit dir leben haben. and that with you we have life. Wir danken dir dafür. We thank you for that. Wir bitten dich, zu uns zu sprechen durch dein Wort. And we ask you to please speak to us through your word. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Natürlich bin ich auch dankbar, dass Marcella und Fabio wieder gesund sind. Now, of course, I'm also thankful that Marcello and Fabio are healthy. Und wir sehnen uns nach einem Leben, wo Vergänglichkeit kein Thema mehr ist. Yeah, we long for a life where this vanishing is no longer an issue. Irgendwie greifen die Psalme 37, 38 und 39 schön ineinander. Somehow these Psalms 37, 38, 39 really link together. Und sie sprechen zu uns heute in unsere aktuelle Situation hinein. And they speak to us in our current situation. Menschen, die an den Gott der Bibel glauben, wie David vor 3000 Jahren, People that believe in the God of the Bible, like David did several thousand years ago, sind mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert wie wir heute. are confronted with the same challenges that we are confronted with today. Und wie im Psalm 37 es steht, hey, es gibt so viel Böses, so viel Ungerechtigkeit, so viel Gottloses auf der Welt, aber Psalm 37 sagt, erzürne dich nicht, werde nicht zornig. And in Psalm 37, we saw and read that there's so much injustice and evil in the world, but the psalm tells us, do not fret, don't get angry. Du wirst Gottlosigkeit wird du wirst nur Böses bringen, wenn du dich erzürnst. You will only bring about
more evil if you fret and get angry. Und dann haben wir letztes Mal im Psalm 38 gesehen, ja, dass wir aber immer verstehen müssen, dass wir nicht besser sind als irgendein anderer Mensch. And then in Psalm 38 last time, we saw that we have to understand that we're in no way any better than any other person. Und das hilft uns eben auch, uns nicht zu erzürnen. And that helps us also not to fret. Und jetzt im Psalm 39 setzt sich der Psalmist damit auseinander mit der Vergänglichkeit des Lebens auseinander. And here in Psalm 39, the psalmist talks about the passing vanity of life itself. Und das selbst ist auch eine Quelle, damit wir das Leben gelassener nehmen können. And that itself is also a source so that we can take life a little bit more relaxed. Und darum ist es wichtig zu verstehen, dass wir vergänglich sind. And that's why it's so important that we need to understand that we live in a transitory state, vanishing state. Es ist notwendig, sagt uns diese Passage hier heute. It's necessary, is what this passage today will tell us. Weil es gibt uns die rechte Lebenseinstellung. Because it gives us the right attitude and view of life. Und gerade mit dem ganzen Druck, den wir verspüren, wenn du wie David die Wahrheit kennst und die Ungerechtigkeit spürst, das ist ein Druck, in dem du lebst. And especially when, like David, you know the truth and what is righteous and what is not, and you have to live in that tension. Und von diesem Druck, ja, von dieser Spannung spricht David hier auch in den ersten 3 oder 4 Versen, je nach Sprache, spricht er davon. And in the first 3 or 4 verses, depending on which language translation you're looking at, that's what David talks about. So wollen wir das mal lesen. So let's read it. Dem Vorsänger, dem Jeduthun, ein Psalm Davids. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir, mein Herz entbrannte in mir. Durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet. Psalm 39, for the choir director for Jeduthun, Psalm of David. I said, I will guard my ways, that I may not sin with my tongue. I will guard my mouth as with a muzzle, while the wicked are in my presence. I was mute and silent. I refrained even from good. And my sorrow grew worse. My heart was hot within me while I was musing, the fire burned. Then I spoke with my tongue. Genau. Also wir sehen hier, wie ein echter Druck in David ist. We can see how there's a real pressure building up and existing in David. Will das Rechte tun. He wants to do the right thing. Will in Gerechtigkeit leben. He wants to live in righteousness. Will sich mit seiner Zunge nicht versündigen. And he does not want to sin with his tongue. Aber trotzdem ist mit der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Welt konfrontiert und dieser Druck baut sich auf in seinem Leben. And yet he's confronted with the unrighteousness and the evil in the world, and this pressure builds up inside him. Und weißt du, das erfahren wir in unserem Leben. And you know, we experience that in our lives. Viele von euch haben heute Morgen Spannung und Druck auszuhalten wegen der Vergänglichkeit des Lebens. Many of you have to just bear this tension of life this morning because of unrighteousness. Vergänglichkeit des Thank you. Because of the transitoriness and the vanishing aspects of life. Und natürlich auch wegen Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. And of course, also because of unrighteousness and godlessness. Aber da ist ein Druck und eine Spannung da.
But there's a pressure and a tension, Und daran sollen wir uns erinnern, and we're supposed to be reminded of that. dass wir in diesem Spannungsfeld leben, That we live in this tension field. dass da irgendwie ein Schlachtfeld, ein Kampf im Gange ist. That there is a battlefield, there's a fight going on. Und so gibt David dieses Lied dem Jeduthun, dem Vorsänger seines Chores, wenn man so will, seiner Worship Band. And so David passes on this song to the choir director, the Jeduthun, or so to speak, the worship band of his time. Jeduthun war einer von 3 Haupt-Worship-Leitern, Anbetungsleitern. This name Jeduthun, it was one of 3 main worship directors. Der andere war noch Asaph und dann war noch Heman. There were Asaph and Heman as well. Und die hatten insgesamt 24 Worship Teams dort in der Stiftshütte Tempeldienst, die dienten. And they had a total of 24 worship teams that served in the tabernacle. Wir sind noch nicht ganz so weit hier. We're not quite there yet here, Aber wir sind sehr dankbar für was wir haben in der Anbetung. but we are very thankful and grateful for what we do have Siehst du, in the worship. Musik ist ein idealer Träger, um unserem Herzen Wahrheiten zuzuführen. See, music is an ideal transport to bring truth to our hearts. Aber pass auf, Listen, Musik ist auch ein idealer Träger, um Lügen deinem Herz zuzuführen. but music is also an ideal transport to bring lies to your heart. Ja, so, schau, dass du dich mit guten Botschaften in der Musik auseinandersetzt. So pay attention that you actually have music that transports good messages. So, also David bringt das hier in ein Lied hinein und sagt, es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit unserem Herzen zuführen, dass wir in einer Spannung leben, dass er in einer Spannung lebt. And so David shows us that it is important that he brings this message to us and that we actually think about it. Und er drückt seinen Willen aus, dass er Gott gefällig leben will. And he expresses his desire that he wants to live a God-pleasing life. Er will sich mit seinen Worten nicht versündigen, He does not want to sin with his words, obwohl er unter Druck ist. even though he's under pressure. Er will seinen Mund im Zaum halten, He wants to just watch over his mouth. auch angesichts von Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Even in the face and in the light of ungodliness and unrighteousness. Er will sogar Gutes zurückhalten. He wants to even hold back good. Und hey, das schmerzt ihn. And that hurts him. Das Ungerechtigkeit auszuhalten und das Gute zurückzuhalten. To endure the evil or the unrighteous and to hold back of imparting the good. Und vergiss nicht, das sagt Jesus uns auch. And don't forget, that's what Jesus tells us as well. In Matthäus 7,6 sagt Jesus, werft das Kostbare, das ihr habt, mit Gott, nicht vor die Hunde und nicht vor die Säue. Jesus tells us in Matthew 7 that we should not put the good things, the precious things, the pearls before the dogs or the swine. Und David verspürt diesen Druck. And so David feels this pressure. Er sagt, es ist wie ein Feuer, das im Innern brennt. He actually says it's like a fire burning on the inside. Und er weiß nicht, wie er es rauslassen soll. And he just doesn't know how to let it out. Und es ist so, weißt du, es gibt Orte, wo wir sehr vorsichtigen Gebrauch von Worten machen müssen. And there are places where we have to be very careful about the words we use. Es ist oft so, dass unser Schweigen viel mehr bringt als unsere Worte. Oftentimes, our silence accomplishes more than our words. Es gibt
Es gibt Situationen, wo die Ansichten ausgetauscht sind, wo alles gesagt ist. There are situations where your opinions or opinions in a discussion have all been put out in the open, Wo Urteile oder Vorurteile gefällt sind. where judgments and prejudices have been made, Da ist kein Platz mehr für Worte. and there's no more room for words. Aber der Druck ist da, nicht wahr? But the pressure, the tension is there. Vielleicht kennst du das. Mit lieben Menschen, mit Menschen, die du echt liebst und du kannst dich nicht mehr mit ihnen austauschen, weil es gibt nichts mehr zu sagen. Especially with people that we love. You've said everything and there's nothing else to say, and it's painful. Aber ich habe in meinem Leben schon erlebt, dass durch nichts zu Menschen sagen und einfach zu Gott sprechen, Dinge geschehen, die wir mit unseren Worten nicht erreichen können. But I've seen it in my own life that by not speaking to men, but speaking to God, things can be accomplished that we could never have accomplished by ourselves by speaking words. Und das große Beispiel für das natürlich ist Jesus. And of course, the big example for this is Jesus himself. Jesus hat Worte der Liebe und Wahrheit gesprochen. Jesus spoke words of love and of truth. Und Jesus hatte auch ganz klar, er hat Momente gehabt, wo er klar protestiert hat. And Jesus did have moments where he clearly opposed and protested, Wo er aufgedeckt hat, where he uncovered things, wo er herausgefordert hat. where he challenged things. Aber hör zu, Jesus hat das nie defizitär gemacht. But he never did it in a deficit. Er hat das nicht mit dem Maschinengewehr über die Menschen herausgestreut. He didn't just, blurt it out like a machine gun over people. Das war immer in Übereinstimmung mit Gott. It was always in union with God the Father, Und nie ohne Liebe. Und nie ohne Liebe. and never without love. Und vor seinen Anklägern, vor Pontius Pilatus und den Schriftgelehrten, da waren seine Worte sehr dosiert. And in front of Pontius Pilate and the scribes, his words were very finely chosen and due. Er verstummte sogar, in beiden Fällen verstummte er und sagte nichts mehr. In both cases, he also kept completely silent and didn't say anything else. Angesichts von Verrat, von Falschaussagen, von Untreue, von Hass. In the light of treason and false testimony and hate, Auch von Menschen, die er geliebt hat. even from people whom he loved, very close to him, Lieber ruhig. he remained silent. Wenn jemand das Feuer dieses Schmerzes gespürt hat, dann Jesus. So if anyone really felt the pain of that fire inside, it was Jesus. Hey, und wenn du heute Morgen sprachlos bist vor dem Schmerz, den du erfahren musst, And if you this morning are speechless because of the pain you have to experience, vergiss es nicht. Jesus umso mehr. don't forget it. Jesus even more. Und tatsächlich ist es das Erleben nicht nur von David. And reality is, it wasn't just David's experience. Wir sehen das immer wieder. We see it over and over again. Wir sehen das auch bei Abraham, We see it with Abraham, wo er Lot den Vorteil gibt, er fängt nicht an zu streiten mit ihm. where he gives Lot the advantage and he doesn't start arguing and fighting with Lot. Wir sehen das mit Jeremia, We see it with Jeremiah, wo im 20. Kapitel von Jeremia sagt er, dass er sich vornimmt, nicht mehr über die Dinge Gottes zu sprechen. where he says that he has purposed in his heart not to speak about the things of God anymore. Und er erfährt diesen Druck. And he experiences this pressure.
Aber ob wir jetzt David, Jeremia oder Jesus anschauen, sie gehen alle mit dem Druck auf die gleiche Art und Weise um. But whether we look at David or Jeremiah or Jesus, they all handled the pressure the same way. Sie lassen Dampf ab. They let some steam out. Wo? Where? Nicht vor Menschen, Not in front of men, sondern vor Gott. but before God. Weißt du, als man Jesus dort vor 2000 Jahren, den absolut gerechten Mensch, der nie eine Sünde getan hat, Now, when Jesus, 2,000 years ago, the perfect, sinless man, als man ihn dort auf das Kreuz legt und ihn runterhält und ihm die Nägel durch Hände und Füße treibt, as they're pinning him, holding him down to the cross, and pounding the nails through his hands. was für Worte hättest du für Menschen, die das für dich tun? What kind of words would you have for people that did that to you? Jesus spricht nicht zu den Menschen. Jesus does not speak to the people. In Lukas 23, 34 spricht er dabei zum Vater. In Luke 23:34, he speaks to the Father. Und er lässt Dampf ab. And he lets that steam off. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. He says, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Spürst du diesen Druck auch in deinem Leben, Do you sense that tension and pressure in your life? wo du mit Ungerechtigkeit konfrontiert bist von Menschen, mit denen du dich auseinandersetzen musst? Where you're having to deal with unrighteousness or unfairness from people that you have to deal with? Wo du dich mit Vergänglichkeit auseinandersetzen musst? Where you have to face the reality of vanity and passing. Hey, dann lass deine Worte wenige sein und lass Dampf ab vor Gott, wie es David hier auch tut. Then let your words be few and let your steam off as you talk to God, as David does here as well. Weil er kann deinem Leben aus seiner ewigen Perspektive eine ganz neue Qualität geben. Because he can give your life a completely new quality because of an eternal perspective. Und so spricht David jetzt darüber, mit dem ganzen Druck geht er vor Gott und er spricht über die Vergänglichkeit des Lebens. And so David goes before the Lord with all that pressure and he talks about the vanity of life. Und ich lese noch die letzten Worte vom 4. Vers bis und mit 7. Vers. Da redete ich mit meiner Zunge: Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Sehr. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher, nur um Nichtigkeit machten sie so viele Lehren. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. The end of verse 3 once again. Then I spoke with my tongue, Lord, make me to know my end, and what is the extent of my days. Let me know how transient I am. Behold, you have made my days as handbreadths, and my lifetime as nothing in your sight. Surely every man at his best is a mere breath. Selah. Surely every man walks about as a phantom. Surely they make an uproar for nothing. He amasses riches and does not know who will gather them. Als David endlich seinen Mund öffnet hier, So when David finally opens his mouth here, spricht er, bedenkt er, dass über sein Leben nach, er spricht zu Gott und über seine eigene Vergänglichkeit.
So he talks to God, he thinks about his life, he talks to God, and he talks about his own vanity. In seinem Jetzt, in seinem Dasein, In his here and now, in his existence, spricht er Wahrheit aus. he actually utters truth. Er sagt, in meinem Jetzt, ich erkenne, das sind nur wenige Tage. He says, in my here and now, I realize it's only a few days. Im Verhältnis zur Ewigkeit, sagt er, ist es nichts. In relation to eternity, it's nothing. Er sagt, alles, was ich jetzt als so wichtig anschaue, Everything that I look at so important bekommt eine ganz andere Relation, wenn ich zurücktrete und es aus deiner Perspektive sehe, im ewigen Gott. becomes a totally different perspective and reality when I step back and look at it from God's eternal perspective. Er sagt, das Leben, auch wenn du noch so fest stehst, ist nur ein Hauch. He says that life itself, even if you are solid, is nothing but a vapor. Hauch, genau, du weißt, Hauch an einem Wintertag. Yeah, it's like the breath, the vapor that you see on a winter day when you breathe out. Und schon ist er weg. You see it for a second and then it's gone. Und natürlich Jakobus in Jakobus 4,14 sagt er das Gleiche. And of course, James in James 4:14 says the very same thing. Er sagt, du weißt nicht, was morgen sein wird. He says, you do not know what will be tomorrow. Was ist dein Leben? What is your life? Er ist nur ein Hauch. It is but a vapor, Kurz sichtbar, shortly visible, nachher verschwunden. and then vanished. Hey, und dann sagt er Selah. Lass das mal einsinken. And then in the verse 5, he says, Selah, we know that means let it sink in. Mach mal eine Pause, denk drüber nach. Take a break and think about it. Du bist so vergänglich. You're so transient. Die Menschen um dich herum sind so vergänglich. People around you are so transient. Die Situation, die dich jetzt so schmerzt, ist so vergänglich. The situation that is hurting and paining you right now is so transient. Das kann den Druck wegnehmen. That perspective can remove that pressure. Er sagt, hey, Mensch, du gehst umher wie ein Schatten. It says, man or human, you walk around like a phantom or a shadow. Weißt du, ein Schatten am Abend wird immer länger. You know, in the evenings, shadows get longer and longer. Und vielleicht hast du das schon mal beobachtet, wie dein Schatten immer länger wird. Maybe you've observed that as your shadow gets longer and longer. Dein Leben ist auch immer länger und länger. Your life is getting longer and longer. Aber dann, in Augenblicken, ist der Schatten weg. And then, at a moment's notice, the shadow is gone. Hey, sag mal, lohnt sich all der Streit und all die Unruhe wirklich? Listen, is all this strife and unrest really necessary? Die ganze Rechthaberei im Jetzt? All the trying to be right about everything in the here and now? Er sagt ja, das ist bestenfalls ist das nur Lärm. Sorry. Das ist bestenfalls nur Lärm, sagt er hier. At best, David says it's nothing but noise. Und das Anhäufen von materiellem Reichtum, And, you know, amassing material riches das bringt's auch nicht. is not it either. Es vergeht alles. It's all going to pass away. Das Leben ist vergänglich. Life is transient. Und Psalm 90, der Mose geschrieben hat, Psalm 90, which was written by Moses, im 12. Vers sagt Mose uns dort, oder Ja. sagt Lehre Moses zu Gott,
in verse 12 in Psalm 90. Er sagt dort, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. It is, so teach us to number our days, that we may present to you a heart of wisdom. Genau, Luther übersetzt tatsächlich, lehre uns, dass wir sterben müssen und dass wir klug werden. Yeah, in the German, it's actually translated, teach us to know that we're going to die, so that we start thinking correctly. Weißt du, es ist ganz wichtig, dass wir in unseren Situationen verstehen, dass es eine ganz andere Perspektive der Dinge gibt. It is really important for us to understand that there is a completely different perspective on things. Und Jesus macht das gerade auch in der Bergpredigt sehr deutlich. And Jesus makes that very clear in the Sermon on the Mount. Ja, in Kapitel 6 im Matthäus-Evangelium, Verse 19 bis 21, sagt er, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Matthew 6, verses 19 through 21. Jesus says, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Siehst du, mit Gott zu sprechen und über die eigene Vergänglichkeit nachzudenken, kann dein Herz total verändern. See, to speak with God and to think about your own transient state can truly change your heart. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie er mit Vergänglichkeit umgeht. And Jesus showed us how he treated the transient aspects of life. Nämlich mit einem Blick nach oben. And he did it by showing us that he is looking up, Und zwar immer. always. Eine Verbindung mit dem Vater, die ständig da ist. A connection with the Father that was constantly present. Und das bringt das Bewusstsein der Vergänglichkeit in unserem Leben hervor. And that brings to the forefront the transient aspects of our life. Nämlich, dass wir Gott brauchen. Reality that we need God, Dass wir Rettung brauchen. that we need saving. Und davon spricht David in den nächsten Versen. And that's what David speaks about in these next verses. Und der Hoffnung, dass Gott rettet aus diesen Situationen. The hope that God saves out of those situations. Verse 8 bis 12. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Errette mich von allen meinen Übertretungen. Mache mich nicht dem Narren zum Gespött. Ich schweige und tue meinen Mund nicht auf, denn du hast es getan. Nimm deine Plage von mir, denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Wenn du jemand züchtigst mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen, wie die Motte oder Schmetterling. Jeder Mensch ist nur ein Hauch. And now, Lord, for what do I wait? My hope is in you. Deliver me from all my transgressions. Make me not the reproach of the foolish. I have become mute. I do not open my mouth because it is you who have done it. Remove your plague from me because of the opposition of your hand. I am perishing. With reproofs you have chastened a man for iniquity. You consume as a moth what is precious to him. Surely every man is a mere breath. Selah. Ja, auf was soll ich hoffen? So, what am I supposed to hope in? Eine gute Frage. It's a good question. Sollen wir auf politische Lösungen hoffen? Should we hope in political solutions? Gerade auch vielleicht in unserer gegenwärtigen Situation? Especially maybe even in our current situation?
Sollen wir auf die begrenzte Sicht unserer Wahrnehmung hoffen? Should we hope in the limited realization of our own perception? Oder auf die begrenzte Sicht unserer eigenen Gerechtigkeit? Or the limited view about our own righteousness? Oder sollen wir das Leben aus Gottes Perspektive anschauen? Or should we look at life from God's perspective? Einer ganz höheren Schau der Dinge. A much higher view on the things. Weißt du, wie wir in Jesaja 55, 8 bis 9 lesen, As we read in Isaiah 55, 8 through 9, wo Gott sagt, so viel höher, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. God tells us, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." David spürt, dass diese Sicht der Dinge wahrnehmen muss. David senses that is the perspective he needs to embrace. Spürt, er kann sich mit seinen Worten und mit seiner Schlauheit nicht retten. Er braucht Gottes Rettung. He realizes that with his words and his thoughts, he can't save himself. He needs Und God's so ruft er zu perspective. Gott und sagt, errette mich So he calls out to the Lord and he says, "Save me von allen meinen Übertretungen. from all my transgressions." Weiß, dass er selbst zuerst Errettung braucht. He realizes and knows that he first needs salvation. Will nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sich damit aufhalten. He doesn't want to waste time by pointing his fingers at others. Weiß, dass seine eigene Vergänglichkeit eine Folge der Sünde ist. He knows that his own transient state is a result of sin. Vielleicht nicht mal der eigenen. Vielleicht nicht mal der eigenen. Maybe not even his own, Aber will nicht mit dem Finger auf andere zeigen. but he does not want to point the finger at others. Weiß, dass auch, wenn sein Leben, also es heißt hier sein Leben, das Leben vergeht wie die Motte. And it says here in verse 11 in the English that life goes away or is consumed like a moth Oder ein Schmetterling kann man auch sagen. or a butterfly. Der ist hier und er ist weg. It's here and then it's gone. Sagt, jeder Mensch ist nur ein Hauch, er wiederholt das. And he says, surely every man is a mere breath. He repeats it. Und das im ganzen Zusammenhang einfach mit der Frage, hey, wo ist deine Hoffnung? And all that just in the connection that we need to ask ourselves, hey, where's your hope? Hoffst du in die Gerechtigkeit des Systems dieser Welt? Do you hope and trust in the righteousness of the world system? Hoffst du auf Gerechtigkeit in diesem Leben? Do you hope for righteousness? Oder in dieser Welt, sagen wir es so? Do you hope for righteousness and fairness in this world? Hoffst du auf ein Leben, wo alles ohne Probleme und ohne Widerstand geschieht? Do you hope for a life that exists without any opposition or problems or difficulty? Dann hoffst du aufs Falsche. Then you're hoping for the wrong thing. David sagt hier, ich werde meine Hoffnung auf dich allein setzen. David says here that he will put his hope in God alone, Auf deine Rettung. his salvation. Jetzt zu Davids Zeiten ist das ein Lamm, das vom Priester geopfert wurde. Now, in David's time, that was a lamb that was sacrificed by the priests. Aber im prophetisch endgültigen Sinn deutet das Ganze auf Jesus hin. But in the prophetic and final aspect, it points to Jesus Christ. Denn Jesus, wie wir schon erwähnt waren, ist wirklich derjenige, der den Mund nicht auftut, als Menschen ihn verspotten. Because Jesus is the one that doesn't open
his mouth when people ridicule him? Warum hat er den Mund nicht geöffnet? Why did he not open his mouth? Er wusste, es würde am Ende Sinn machen. Er würde jetzt den Vater gehorchen. He knew that in the end, it was the right thing. He would be obedient to the Father. Er, der Gerechte, der ohne Sünde war, He, the righteous one that was without sin, nahm die Sünde der Welt auf sich. took upon himself the sins of the world. Und er hat nicht protestiert. And he did not protest. Warum? Why? Weil er dich und mich liebt. Because he loves you and me. Und die Strafe der Sünde war auf ihm. And the penalty for our sin was upon him. Und seine Schönheit verging. And his beauty vanished. Die Schönheit der und Reinheit seiner Gerechtigkeit. The beauty and purity of his righteousness. Er wurde zur Ungerechtigkeit. He became unrighteousness. Und sein Leben, das eigentlich ewiges Leben ist, wurde zu einem Hauch und er verging. And his life, which was essentially eternal life, became a mere breath. Weil er dich und mich liebt. Because he loves you and me. David konnte nur vorausschauen auf diese Wahrheit. David was only able to look forward to that truth and hope. Zu dieser Rettung, die Gott bieten würde im Messias. To that salvation that God would offer in the Messiah. Er sah das nicht klar, sondern unklar, verschwommen, aber er wusste, da kommt was. He didn't see it clearly. He saw it sort of vaguely, but he knew something is coming. Aber wir können es heute klar und deutlich sagen. Jesus ist die Rettung der Menschen. But we today can say it clearly. Jesus is the salvation for mankind. Jesus hat den Tod und die Sünde der Menschheit am Kreuz getragen. Jesus bore the sin and death of mankind at the cross. Und er hat es ins Grab gelegt. And he put it in the grave. Er hat den Tod beerdigt. He basically buried death. Er hat Vergänglichkeit beerdigt. He buried vanity and transientness. Und er ist auferstanden And he rose again. zu einem Leben, das alles überdauert. Rose to a life that surpasses everything. Und hier sind wir. And here we are. Wir leben immer noch in dieser Vergänglichkeit. We're still living in that transientness, Umgeben von Ungerechtigkeit. surrounded by unrighteousness, In einer gottlosen Welt. in a godless world. Und Jesus sagt, folge mir nach. And Jesus says, follow me. Ahme mich nach. Imitate me. Weil das ist das Einzige, was Sinn macht am Ende in dieser vergänglichen Zeit. Because it is the only thing that makes sense in the end in this vanishing and transient time. Und das sagt uns auch Kolosser 3, 1-3 und das wollen wir kurz miteinander lesen. And Colossians chapter 1 actually Three. tells us, chapter 3, 1 through 3 tells us this. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden sind, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Colossians 3, 1 through 3. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ
in God. Wie begegnen wir der Vergänglichkeit? So how do we face this transientness? In Jesus. We meet it in Jesus. Denn er hat unsere Vergänglichkeit getragen und ins Grab gelegt. Because he carried our transientness and took it with him into the grave. Darum heißt es hier im Kolosserbrief auch, denn ihr seid mit Christus gestorben. Wir haben unsere Vergänglichkeit, unser Leben der Vergänglichkeit mit ihm ins Grab gelegt. And that's why it says in Colossians 3 that we have died with Christ. Our transientness has been put in the grave with Jesus. Und er erinnert uns hier, wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, And he reminds us here that if we have been raised with Christ, wie sollen wir leben? how are we supposed to live? Such, was droben ist, Seek things above, wo Christus ist. where Christ is, Sitzen zur Rechten Gottes. seated at the right hand of God. Nehmt seine Perspektive ein. Take on his perspective, Ewigkeitsperspektive. an eternal perspective. Hey, und jeder Schmerz, den du heute verspürst, And every pain that you feel and sense today, jeder Schmerz der Ungerechtigkeit, every pain of unrighteousness and unfairness, jeder Schmerz der Vergänglichkeit, every pain of this transientness, jeder Schmerz, wo du sagst, also ich verstehe nicht, wie ich in einer solchen Lebenssituation leben muss. and every pain where you say, I just don't understand why I have to live in this kind of a situation. Hey, wenn du mit Christus auferweckt worden bist, wenn du das alte Leben dort ins Grab gelegt hast, die Vergänglichkeit, steh zurück und schau das Leben aus dieser Perspektive an. If you have been raised with Christ, if you left this old transient life in the grave, then get up and look at it from this eternal perspective. Und der Druck wird weggenommen. And you'll see that the pressure will vanish. Er wird zurückgehen, It will go back. weil Gott will dir sogar in diesem Leben der Vergänglichkeit Freude geben. Because God wants to give you joy even in this transient life. Und der Schlüssel zu dieser Freude ist ganz einfach, Gott zu vertrauen und zu glauben. And the key to that joyful life is to put your trust in God. Und die letzten zwei Verse sprechen davon. And the last verses speak about that. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Verse 12, hear my prayer, O Lord, and give ear to my cry. Do not be silent at my tears, for I am a stranger with you, a sojourner like all my fathers. Turn your gaze away from me, that I may smile again before I depart and am no more. David sagt, ich will wieder froh werden in diesem Leben. David says here, I want to be joyful again in this life. Angesichts der Vergänglichkeit, In light of this transient life. angesichts des menschlichen Handelns, In light of how people act. da schreit David nicht Menschen an, David doesn't scream at the people wie wir es manchmal tun. like we do often or sometimes. Er schreit zu Gott. He cries out to God. Vernimm mein Schreien. He said, hear my cry. Ich bin nur ein Gast hier. I'm only a guest here. Ich bin bald weg. Soon I'll be gone. Wie Abraham und Mose. Just like Abraham and Moses. Ich brauche deine Rettung. I need your salvation. Ich brauche etwas, das mehr ist als dieses Leben hier. I need something more than just this life. Und dann sagt in Vers 14, blicke weg von mir, von meiner Sünde, damit ich wieder froh werde. And in verse 13, he says, turn your gaze away from me, from my sin, that I may smile again. Wie kann Gott
deine und meine Sünde übersehen? How can God overlook your and my sin? Weil Jesus zu meiner Sünde geworden ist. He can do it because Jesus became my sin. Hör zu, weil Jesus deine Sünde geworden ist. And listen, because Jesus became your sin. Ich sage dir, es ist gut zu wissen, für dich selbst und für andere, dass dieses Problem aus dem Weg ist. And I can tell you, it's good for you and for others to know that that problem has been removed. Und er sagt, dass damit ich wieder froh werde und du mich nicht mehr so anschauen. He says that I may smile again or become happy again so that you don't have to look at me with my sin. Und David hat den Schlüssel bereits in der Hand zu dieser Freude. And David already holds the key to that joy in his hands. Nämlich, er hat in seinem Leben die Entscheidung getroffen, Gott in seiner Vergänglichkeit und in seinen Problemen und Herausforderungen zu vertrauen. Because David decided that in his life, he would, in his transientness and all the problems, he would trust God. Er sagt, das ist mein Schlüssel, ich vertraue Gott. He says, this is my key. I trust God. Und das hat ihm auch in all seinen Herausforderungen Lebensfreude gegeben. And in all his challenges in life, that gave him joy. Und hör zu, du hast noch mehr als David. Du hast nicht nur den Schlüssel des Vertrauens, du hast die Tür, wo der Schlüssel reinpasst. Listen, you have more than David. You don't just have the key to hope, you have the very door that key fits in. Und das sind die letzten Verse, die wir für heute anschauen. Das ist Johannes 10, 9 bis 10. And those are the last verses that we look at today. It's in John chapter 10. Und da sagt Jesus in Verse 9 und 10, ich bin die Tür. And Jesus says in verses 9 and 10 in John 10, I am the door. Glaubst du das? Do you believe that? Glaubst du, dass er deine Sünden getragen hat und dir ein Leben in einer neuen Perspektive schenken will? Do you believe that he carried your sin and that he wants to give you a life with a completely new perspective? Ich bin die Tür und der Glaube ist der Schlüssel, den du benutzen musst. I am the door, Jesus says, and faith is the key that you need to use. Wenn jemand durch mich hineingeht, sagt er weiter, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Im Kontrast dazu ist ein Leben ohne diesen Schlüssel und ohne diesen Glauben. Contrasting to this is a life without that key and without faith. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. The thief comes only to steal and to kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Schau, dieses vergängliche Leben ist umkämpft und bringt sehr viel Verwirrung mit sich. See, this transient life is a life that's fought over and brings with it a lot of confusion. Es ist ein Schlachtfeld. It's a battlefield. Es gibt Kräfte, die dir alle Freude stehlen wollen. There are forces that want to steal all your joy. Es gibt Kräfte, die wollen, dass du auf ewig von Gott getrennt bist. There are forces that want you to be separated from God for all eternity. Und diese Mächte sind mächtig und kraftvoll. And those forces are powerful. Und schau dir diese Welt an. And look at this world. Schau die Verwirrung an. Look at the confusion that exists. Schau die Furcht an.
Look at the fear that exists über die Vergänglichkeit des Lebens. over the transientness of life, Gerade in dieser Zeit. especially in today's day. Und hier kommt Jesus. And here Jesus comes onto the scene. Und er sagt dir heute wieder, And he tells you today, again, ich bin die Tür. I am the door. Vertrau mir. Trust me. Gebrauche diesen Schlüssel. Use the key. Und du wirst in dieser Vergänglichkeit Zugang haben zu Leben im Überfluss, der dir Freude geben kann. And you will have access, even in this transientness, to a life that is abundant. Freude in der Vergänglichkeit. Joy in the midst of transientness. Denn wir nehmen einen Schritt zurück. Because we're taking a step back. Wir schauen es aus Gottes Perspektive an. And we're looking at things from God's perspective. Und wir sehen, das wird alles enden. And we'll see that all this will end. Der Tod wird nicht mehr sein. Death will be no more. Noch Tränen, noch Geschrei. Nor tears, nor crying. Weil Gott hat es versprochen. Because God promised it. Du heute benutze diesen Schlüssel des Glaubens. You today use this key of faith. Wir als Nachfolger Jesu müssen das jeden Tag gebrauchen. As followers of Jesus, we need to utilize that on a daily basis. Hey, aber wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du noch nie Jesus gesagt hast, ich vertraue dir, dass du der Schlüssel bist von der Vergänglichkeit in ein ewiges Leben, dann tu es heute. But if you have never done that, if you've never put your trust in Jesus and told him, Jesus, I believe you are the key, the solution to life eternal, then do it today. Und bitte schiebe es nicht nochmals an. And please, don't just keep pushing it ahead of you and postpone it. Denn Gott will dir echte Freude geben in diesem Leben der Vergänglichkeit. Because God wants to give you true joy in this life of transientness. Und so kannst du mit mir beten, wenn du jetzt sitzt, So you can pray along with me if you'd like, und mit uns allen. and with all of us. Ja, das werden wir jetzt tun. We'll do that now. Jesus, du bist die Tür. Jesus, you are the door. Hier komme ich mit meinem Leben, And here I come to you with my life, meinen Fehlern, mit meinem Versagen, mit meiner Sünde. with all my mistakes, my failures, and my sin. Und ich gebe dir mein Leben. And I give you my life. Ich benutze den Schlüssel des Glaubens. I use the key of faith Ich sage, komm in mein. and say, Jesus, come into my life. Danke, dass du ewiges Leben in die Vergänglichkeit hineinbringst. Thank you that you bring eternal life into the transientness of this life. Und dass wir mit dir einen Schritt zurücktreten können auf deinen Thron. That with you we can take a step back and gain a perspective from your throne. Und wissen können, dass du uns ein Leben für immer mit dir gibst, das heute kommt. And to know that you give us life eternal with you that starts today. Ja, und Herr Jesus, ich möchte dich für alle bitten, die jetzt einfach den Schmerz aushalten. Yeah, Jesus, and I want to ask you for all those that have to endure pain right now Angesichts des Todes, in the face of death, angesichts von Krankheit, in the face of sickness, angesichts von Ungerechtigkeit. in the face of unrighteousness. Und wir kommen zu dir. And we just come to you, Lord. Und wir danken dir, dass wir uns in Vergänglichkeit sehen können. And we thank you that we can see our transientness, Dass wir so eine andere Sicht der Dinge haben. and that we can gain
a new perspective through that. weil du uns gerettet hast. Because you saved us. Dafür danke. And we thank you for that. Amen. So, der Herr segne euch, The Lord bless you behüte euch, and keep you. lasse sein Angesicht über euch erheben May he raise his countenance over you und sei euch gnädig. and be gracious to you. Erhebe sein Angesicht über euch Lift his countenance on you und gebe euch Frieden. and grant you peace. Amen. Amen. Bis bald. Till then. Ciao.